Etwa 330.000 Menschen haben in Deutschland 2023 einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Vor allem Menschen aus Syrien, der Türkei und Afghanistan suchen Schutz in Deutschland. Manche Menschen in Deutschland sagen jetzt, die wollen nur unser Geld. Deswegen schauen wir uns jetzt genau an, wie viel Geld bekommen Asylbewerber in Deutschland 2024, warum wird aktuell in Deutschland diskutiert, das Geld zu kürzen, und am Ende habe ich noch einen Tipp für dich. Los geht's! Wie viel Geld bekommen Asylbewerber in Deutschland 2024? Asylbewerber, die in Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen, bekommen vor allem Sachleistungen. Sachleistungen sind zum Beispiel die Unterkunft, Essen, Kleidung und Hygieneprodukte. Außerdem bekommen sie meistens ein Taschengeld mit ungefähr 200 € pro Monat. Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften oder Mietwohnungen leben, kriegen vor allem Geld. Diejenigen, die allein leben, haben aktuell Anspruch auf insgesamt 460 € pro Monat. Dazu kommen Sonderleistungen bei Krankheit oder Schwangerschaft. Paare in Gemeinschaftsunterkünften bekommen zusammen 826 € pro Monat. Das regelt das Asylbewerberleistungsgesetz. Asylbewerber, die sich ehrenamtlich engagieren, dürfen zudem 200 € pro Monat bekommen. Denn ehrenamtliche Arbeit hilft dabei, die Sprache zu lernen und Freunde zu finden. Das kann zum Beispiel im Altersheim oder bei der Tafel sein. Wenn Asylbewerber über 18 Monate in Deutschland sind, kriegen sie etwa so viel Geld wie Bürgergeldempfänger. Allerdings kann sich das bald von 18 Monaten auf 36 Monate ändern. Asylbewerber, die allein leben, bekommen aktuell nach 18 Monaten 563 € pro Monat. Paare bekommen 1.012 € pro Monat. Wenn sie Kinder unter 18 Jahren haben, kommen noch 357 bis 471 € dazu. Außerdem gibt es Hilfen für Miet- und Heizkosten. Auch abgelehnte Asylbewerber können Geld bekommen, solange sie noch in Deutschland sind. Kommen mehr Menschen wegen des Geldes nach Deutschland? Zuallererst, niemand flieht ohne Grund und den meisten Menschen fällt es schwer, ihre Heimat zu verlassen. Insgesamt fliehen 70% der Flüchtlinge in ihr Nachbarland. Außerdem ist die Flucht nach Europa gefährlich. Im Jahr 2023 sind mindestens 2.800 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer gestorben. Aber wahrscheinlich sind es noch viel mehr, weil man das nicht richtig zählen kann. Trotzdem muss man sagen, 54% der Menschen, die vor 6 Jahren nach Deutschland kamen, arbeiten. Fast die andere Hälfte arbeitet nicht. Das liegt zum Teil daran, dass die Menschen keine Arbeitserlaubnis haben. Allerdings können zum Beispiel Ukrainer sofort in Deutschland arbeiten. Trotzdem arbeiten von den ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland nur etwa 19%. In Dänemark sind es zum Beispiel 75%. Viele Deutsche sagen, dass die Menschen wegen des Bürgergeldes keine Motivation zum Arbeiten haben. Sie sagen, warum muss ich arbeiten und sie nicht? Warum soll ich die Ukraine unterstützen, wenn sie uns nicht unterstützen? Das ist unfair. Deswegen diskutieren die Politiker in Deutschland aktuell darüber, das Geld zu kürzen. Mein Tipp für dich: Ich kann dir nur empfehlen, wenn du eine Arbeitserlaubnis hast, dann geh arbeiten. Wer arbeitet, lernt Deutsch, findet Freunde und bekommt den Schlüssel zu unserer Gesellschaft. Wer arbeitet, ist unabhängig und kann sich hier ein eigenes, freies Leben aufbauen. Wir brauchen dich. Wie du einen Job in Deutschland findest, erkläre ich in diesem Video. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.